Früher dachte ich, Deutschland sei richtig krass organisiert und dann kam Stuttgart 21, wo tatsächlich viel, also wenn man da mal reinschaut, viel Chaos ist und das nicht so die typische deutsche Wahrnehmung ist, die ich tatsächlich hatte, von wegen, wir planen und es funktioniert, alle sind an Bord und wir kriegen das Ergebnis binnen dieser Zeit, die wir geplant haben. Das ist Rigi. Rigi ist in Madagaskar in Afrika geboren und kam mit 8 Jahren nach Deutschland. Ungefähr in dieser Zeit fing auch die Sache mit Stuttgart 21 an. Und das bedeutet... Total Chaos. Was ist passiert? Das erkläre ich dir jetzt. Los geht's! Stuttgart ist eine Stadt im Süden von Deutschland. Wenn du Menschen in Stuttgart nach Stuttgart 21 fragst, werden viele die Augen verdrehen. Das bedeutet, dass sie genervt sind. Denn Stuttgart 21 war und ist bis heute ein Organisationsdesaster. Bei Stuttgart 21 geht es darum, dass der Hauptbahnhof von Stuttgart umgebaut werden soll. Das ist ja okay. Allerdings dauert das Projekt schon fast 30 Jahre. Warum? Weil die Planung nicht funktioniert hat und es viel Streit gab und bis heute noch gibt. Also wirklich, man wollte ja auch irgendwie schon länger fertig sein, aber jede Woche erweitert sich die Deadline nach hinten. Insgesamt wird Stuttgart 21 wahrscheinlich ungefähr 10 Milliarden Euro kosten. Geplant war ursprünglich die Hälfte, also fast 5 Milliarden Euro. Schon damals waren viele Bürger dagegen, deswegen haben sie protestiert. 2011 hat die Stadt Stuttgart dann gesagt, okay, wir lösen das demokratisch. Wir lassen die Bürger direkt abstimmen, ob Stuttgart 21 fortgeführt werden soll oder nicht. Also durften die Bürger über Stuttgart 21 abstimmen. Bei der Umfrage kam heraus, die meisten Stuttgarter wollen, dass Stuttgart 21 fortgeführt wird. Also wurde Stuttgart 21 fortgeführt. Bis heute. Es ist, wenn ich so, ja, es ist eigentlich der reine Chaos. Man versucht jetzt diesen Chaos aufzuräumen, indem man vielleicht irgendwelche Pflaster hinhaut, aber Pflaster wissen wir alle und irgendwann fällt dieser Pflaster auch weg. Bis heute treffen sich aber immer noch Menschen, um gegen Stuttgart 21 zu demonstrieren. Inzwischen haben sie über 666 Mal demonstriert. Das bringt aber wenig, denn sie sind die Minderheit. Und eine Demokratie richtet sich immer nach der Mehrheit, also das, was die meisten Bürger wollen. Trotzdem hat das Projekt Stuttgart 21 gezeigt, Demokratie kann manchmal sehr anstrengend sein. Denn in einer Demokratie hat jeder das Recht, etwas zu sagen. Aber das ist ja auch das Schöne. Jeder hat das Recht, etwas zu sagen. Auch du. Wie du auch ohne deutschen Pass etwas bewegen kannst in Deutschland, das erkläre ich in diesem Video. Und hier erkläre ich dir, welche Rechte du in Deutschland hast. Jetzt möchte ich von dir wissen, kennst du noch andere Projekte, die in Deutschland chaotisch waren? Dann schreib es gerne in die Kommentare und teile deine Erfahrungen mit den anderen. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann.